Hallihallo, da nach draußen zu euch Quarantänisierten und Ausgangsbeschränkten. Ich bin Code Cosmo und ich sitze hier in meinem Schlafzimmer, in meinem Bett, ganz bequem. Und das wollte ich schon immer mal machen, in meinem Bett sitzen und einen Text von mir nach draußen senden. Nice. Ja, aber es hat natürlich noch einen Hintergrund, warum ich den genau hier aufnehme und nicht in meinem Wohnzimmer. Denn inhaltlich geht es in meinem Text um das nächtliche Träumen. Und das ist eine Thematik, mit der habe ich mich einfach schon sehr lange jetzt beschäftigt. Und deshalb war irgendwann mal das Gefühl da, ich müsste da ein paar Zeilen zu Papier bringen. Und von diesen Zeilen, von diesen Texten, die ich da habe ich einen mitgebracht, der heißt Oneironautik. Und Oneironauten und Oneironautinnen, das sind einfach Menschen, die sich mit dem luziden Träumen, dem Klarträumen beschäftigen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt daraus was ziehen, lasst euch inspirieren. Hier ist mein Text. Oneironautik. Keiner träumt. Wir alle träumen. Wie kann es sein, dass beides stimmt? Wir schauen stutzig in die Nächte und fragen uns, wo wir dort sind. Versteckt nur und doch offensichtlich fallen Lösungsbrocken in den Sinn. Doch die Rätsel und Fragen, die bleiben bestehen, befeuern den Kopf wie damals als Kind. Luzides Träumen. Ein Forschungsgebiet, beackert zwar, doch kaum bekannt. Der Sog des Weltlichen so stark, dass selten wer den Einstieg fand. Und die es taten, waren doch oft geprägt vom Freudesdrang. So entglitten ihnen die düsteren Seiten des Planeten, aus dem der Erdengeist entsprang. Teile davon auch in dir, Teile davon auch in mir, so viele Teile in dem Wir, beim Aufwachsen halt so adaptiert. Doch kommt, jetzt spielen wir das Spiel, wer hat die dunklen Seiten los? Und wer am meisten Licht vereint, der hat den Pfad des Seins kapiert. Dies ist nicht jedem seine Sache so. Das wird mir mittlerweile klar, weil dann muss man sich auch ändern, sodass man wird, wie man früher noch nie war. Jedoch das Gehirn, das Träge, sieht Gewohnheit so schön optimal und Veränderung erst einmal als Qual. Doch da gehen Dinge, die malt sich deine Fantasie nicht aus. Ich wünschte mir, Heldinnen und Helden strömten in die Träume raus, ins Netzwerk des Geistes und der Geister, in dem manch einer nur so tut, als ob, und die Verbindung zum Echten manch klaffend große Lücke stopft. Keiner träumt. Wir alle träumen. Wie kann denn das sein, dass beides stimmt? Was, wenn 5 und nicht 4 gewinnen? Lasst uns bloß keine Ausreden finden, den Dingen nicht auf den Grund zu gehen. Lasst Spiralen bilden, anstatt Runden zu drehen. Uns raus aus diesem Strudel ziehen. Schau die Trägen dort, wie sie vor den Wahrheiten fliehen. Sie träumen für immer, weil keiner träumt. Die Welt hat sie sicher eingezäunt. Ihr Handeln und Denken findet den Weg nicht hinaus. Schau, die ewig Träumenden. Sie wachen nicht auf. Sie dachten schon, sie kennen den Weg hier heraus, doch ihre Sehnsüchte spielten die Logik aus, haben ihre Gedanken letztlich zerzaust und vergaßen, dass hinfortwollende Aufgaben haben, das nächtliche Träumen üben, die achtlosen Schattenwelten befrieden und all die kleinen und großen Dinge dazwischen. Sprich, every single day is a mission. Ich meine, wem das Komplexe und Kryptische der Traumwelten eher nicht so behagt. Hey, es ist klar gestattet, dass man das Entschlüsseln vertagt, aber wer dies als Vorhaben im Hinterkopf schon mal behält, hat eine wichtige Weiche voreingestellt. Man erinnere sich nur, wenn dann doch etwas quält. Ein reines Gewissen hat noch jeden gestählt, und vor allem du bestimmst deine Wege. Denn wenn die Wirklichkeit ihre Geschichte spricht, zählt sie jede Entscheidung und beschönigt nicht. Sie sieht, wie wir alle träumen, blinzelt hindurch durch den Vorhang der Welt, den das Träumerlein erforscht. Dieses hört nie auf zu fragen, greift Antworten auf, stutzt gar manches Mal und wundert sich auch und weiß genau, warum die Lebendigkeit solcherlei braucht. Denn menschliche Esel und Marionetten, von der hat die Erde leider längst noch zuhauf. Also, Träumerlein, wenn wir nur weiter ergründen
und schließlich dann unsere Existenz verstünden. Wir müssten nie mehr vor Trauer und Schmerz, nur noch vor Wahrhaftigkeit weinen und könnten endlich bis in die Unendlichkeit scheinen.